Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, ist hier schon was passiert. Ich habe nämlich das eigentlich geplante Vorher-Video irgendwie verpeilt zu machen. Es gab einen Livestream, in dem wir zusammen mit euch mit ganz viel Feedback, das mir persönlich sehr, sehr viel geholfen hat, hier angefangen haben, an der oberen Außenfassade der Brickbank anzufangen. Das ganze Gebäude basiert ja, wie gesagt, grob auf der Brickbank von Lego, ist größer, wird ein bisschen anders gebaut, aber farbtechnisch orientiere ich mich auch schon daran. Ihr seht, dass ich jetzt hier einfach die weiße Front übernommen habe, die es eigentlich auch bei der Brickbank gibt. Ich mache hier mal ein bisschen weniger Licht. Wir haben hier außen die runden Säulen, hier die geraden Säulen. Davon habe ich auch noch ganz viele Steine bestellt. Das heißt, ich werde vielleicht in diesem Video darüber noch weiterbauen können. Es kommt darauf an, was jetzt noch an Steinen kommt, bevor dieses Update-Video online kommt. Und vor allem am Eingangsbereich wurde auch sehr viel gearbeitet. Mir persönlich gefällt es. Wir können mal kurz reinschauen. Innen drin ist es alles noch sehr, sehr, sehr leer. Denn ich versuche jetzt hier gerade erstmal die Fassade so hoch zu bekommen, beziehungsweise so zu gestalten, wie ich sie haben möchte, damit ich davon ausgehend im Innenbereich dann schauen kann, wie ich weitermache. Denn dadurch, dass wir auch sehr, sehr viele Fenster natürlich haben werden, ist das Ganze ein Konstrukt, dessen Innenarchitektur sehr vom Äußeren abhängt. Und bevor ihr fragt, ja, das wird nicht der Abschluss des Gebäudes sein, es wird auf jeden Fall noch eine Ebene mindestens draufkommen in diesem gleichen Farbton. Vielleicht noch mehr, ich weiß es noch nicht, aber grundsätzlich möchte ich, dass die Gebäude mindestens so hoch sind. Da muss ich dann mal schauen, wie es aussieht. Dann noch ein bisschen Dach. Ob das dann noch nicht hoch genug ist oder doch schon zu hoch, das wird sich zeigen. Aber ich werde auf jeden Fall in diesem Video noch weiter bauen mit euch und wir sehen uns dann gleich im nächsten Cut. Für den Bau der Brickbank sind leider heute keine weiteren Steine gekommen, weswegen das Projekt erstmal nach hinten verschoben werden muss. Aber ihr seht schon hier vorne, dass ich hier vorne am Gebäude der Kanzlei und dem Wohngebäude hier vorne weitergebaut habe. Und zwar seht ihr, dass ich ein neues Stockwerk begonnen habe. Innen drin ist alles noch ein bisschen rudimentär. Das liegt vor allem daran, dass die Platten, die ich hier brauche, noch gar nicht da sind. Ich hätte hier mal die große 16×16er Platte mit eingebaut, die ja noch bei der Polizeistation dabei war, einfach mal mit eingebaut. Und ansonsten seht ihr, dass ich eine Idee aufgegriffen habe, die jemand in den Kommentaren gegeben hatte. Und zwar, dass wir einen Balkon hier vorne über dem Donut-Gebäude bauen, Richtung Fluss. Weil hier vorne ist ja dann noch der Weg und dann geht es ja hier schon runter zum Fluss. Und hier vorne kommen keine Balkons jetzt erstmal hin, sondern nur Fenster. Das bringt dann auch nochmal mehr Struktur, Abwechslung in das Gebäude. Und ich glaube, das bringt das Gebäude auch nochmal ein bisschen nach vorne. Und ich glaube, auch mit dem größeren Balkon hier sieht es eigentlich ganz nett aus. Und hier oben wird jetzt die erste Wohnung ihren Platz finden. Und ich glaube, da werde ich das Set nutzen, das ich auch schon mal im Stream gezeigt habe. Und zwar werde ich, Moment, ich hole mal kurz das Set. Es ist schon offen, deshalb muss ich es oben halten. Und zwar das Set kennt ihr ja sicherlich. Das habe ich vor einigen Monaten schon gekauft für, glaube ich, unter 60 Euro. UVP ist ja, glaube ich, 100 Euro oder sowas. Und damit habe ich ja schon angefangen, im Livestream das ein bisschen auszuschlachten, um hier hinten bei der Bank zu bauen. Aber es wird auch größtenteils jetzt genutzt werden, um hier oben die erste Wohnung einzurichten. Und ich glaube, das wird eine schöne Sache. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht in diesem Update noch. Aber hier wird auf jeden Fall jetzt fleißig weitergebaut. Wundert euch nicht, ich habe gerade dieses Stockwerkmodul abgenommen, einfach daran besser arbeiten zu können, als dauernd hier oben drauf arbeiten zu müssen. Das Ganze steht nämlich hier. Und wie ihr sehen könnt, hat sich da jetzt einiges getan, denn ich mache gerade den Innenausbau der beiden Büros, der beiden Partneranwälte hier. Beziehungsweise ich kümmere mich erstmal nur um dieses Büro, das dann machen wir irgendwann das nächste Mal. Da habe ich es nur rudimentär angefangen mitzubauen, weil eben auch hier dieser Durchgang ist. Und da habe ich jetzt gleich die ganze Wand fertig gebaut, das Ganze auch mit den Außenfassaden fixiert. Hier muss ich es noch machen, damit es ein bisschen stabiler wird. Aber ihr seht, dass hier drin jetzt auch der Innenausbau beginnt. Ich habe hier noch einen Stuhl rumstehen, den habe ich hier. Das ist der Sessel für den Anwalt gleich. Dann hier vorne noch zwei andere Sitzmöglichkeiten für eben Klienten. Und ich habe angefangen, das Ganze hier so ein bisschen innen einzurichten. Den Tisch kennt ihr ja noch. Hier kommen jetzt Fenster rein, mit denen dann man hier runterschauen kann. Damit schaut man sozusagen hier auf die Treppe nach unten.
Und hier kommen die beiden Türen rein. Die Idee ist, dass dann hier draußen noch ein Sofa hinkommt, jeweils auf beiden Seiten, wo dann andere Klienten draußen warten können. Und hier ist eben das Geländer, das dann sozusagen hier oben ist, damit man hier nicht runterfallen kann. Und daran arbeite ich jetzt. Ich will auf jeden Fall gerne das Büro hier jetzt in diesem Update fertig kriegen. Es ist eine sehr viel Kleinstarbeit. Es ist mit sehr viel Plates auch gearbeitet, um das Ganze stabil zu halten. Aber ich glaube, dass es sehr schön aussehen wird, wenn man dann hier von draußen reinschauen kann. Meine Idee ist, dass in diesem Büro nur diese Schreibtischlampe leuchtet und in dem Büro da drüben machen wir dann ein Deckenlicht rein. Dann ist es noch ein bisschen unterschiedliche Lichtstimmung und ich glaube, das macht auch noch mal ein bisschen was aus, wenn man das dann von außen sieht. Und ja, ich rede schon wieder sehr viel, ich baue weiter und wir sehen uns gleich im nächsten Cut. Und damit bin ich fertig mit der Einrichtung und dem Bau des Büros. Hier können wir von oben reinschauen. Ich habe jetzt so einen schönen Parkettboden eingebaut mit ganz vielen Reddish Brown und ich glaube Dark Brown Tiles. Ich habe hier den Anwalt jetzt auf seinen Stuhl gesetzt. Alles noch ein bisschen verschönert, noch ein bisschen Grün reingebracht. Und wenn man jetzt einfach durch die Fenster schaut, sieht man jetzt auf jeden Fall einige schöne Dinge. Auch die Regale sind befüllt. Und ich baue das Ganze jetzt hier oben drauf, baue unseren anderen Teil oben drauf, den wir gebaut haben. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Aber ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem, wie sich das Ganze hier entwickelt hat. Ich habe jetzt hier die braune Tür eingebaut von hier drüben. Da noch so eine schwarze jetzt reingebaut. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Die hatte ich einfach gerade noch gefunden. Aber grundsätzlich gefällt mir das hier drin schon sehr, sehr gut. Ich hoffe, das Kabel funktioniert noch. Ich habe es jetzt unter den ganzen Paneelen durchgelegt. Das wird natürlich irgendwann noch schöner gemacht. Aber heute ging es tatsächlich erstmal nur darum, dass wir diesen Raum fertig bekommen. Und das haben wir geschafft. Und gleich sehen wir uns das Endergebnis an. Und hier sehen wir jetzt das Endergebnis für das heutige Update. Wir haben wirklich einiges geschafft. Ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Und zwar haben wir hier drüben die erste Etage der Brickbank, die Front bearbeitet. Das haben wir im Livestream gemacht, zusammen mit euch. Das war wirklich sehr, sehr gutes Feedback dabei. Wie gesagt, da geht es demnächst weiter, sobald die Steine kommen. Das wird auch sehr interessant. Aber ich finde, dass die ganze Verbindung zwischen den beiden Gebäuden wirklich schon sehr, sehr gut aussieht. Wir haben hier oben angefangen mit dem zweiten Obergeschoss, mit dem Balkon hier oben, wo eben dann auch die erste Wohnung reinkommen wird. Und was ich eigentlich nicht geplant hatte, wir haben hier unten das Büro fertig. Wir gehen da jetzt mal mit der Kamera rein. Da können wir jetzt mal so ein bisschen reinschauen. Also ich finde, dass das wirklich sehr schön aussieht, wenn man jetzt hier so reinschauen kann. Macht auf jeden Fall einiges her. Ist natürlich auch sehr hilfreich, dass man hier jetzt die ganzen Scheiben hat, mit denen man in das Gebäude schauen kann. Und wir kriegen jetzt wirklich so richtig Leben hier in das Gebäude langsam. Auch wenn man hier unten reinschaut, da fehlt zwar noch ein bisschen was, aber man sieht hier den Empfangstresen etc. Fehlen noch ein paar Fliesen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, wie sich das ganze Gebäude entwickelt. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob das jetzt schon das Ende sein wird. Die Idee ist, dass oben drüber noch eine Etage kommen wird, die das zurückgesetzt sein wird, sodass man eine Dachterrasse oben drauf haben wird. Dadurch wirkt das Haus nicht ganz so kompakt nach oben, noch ein bisschen, ja, filigran ist vielleicht das falsche Wort, ein bisschen anders. Die Brickbank wird auf jeden Fall auch noch ein ganzes Stück wachsen, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, wie das Ganze hier vorangeht. Aber ich muss sagen, es frisst Steine ohne Ende. Ich schätze, dass hier in diesem Gebäude ungefähr 20.000 Steine inzwischen drin stecken. Und ihr seht ja, wie weit wir sind. Aber ich glaube, das wird ein ganz schönes Schmuckstück im neuen Layout, wenn es dann vorne relativ nah vorne stehen wird. Und auf jeden Fall viel mehr Schmuckstück als das, was momentan dort vorne ist. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, eure Ideen etc. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auch gerne ein Abo da, denn das hilft mir auch sehr. Und auch Daumen nach oben, ebenso wie jeder Kommentar hilft, dass das Video bei YouTube auch neuen Zuschauern angezeigt wird und damit der Kanal an Reichweite und damit auch an finanziellen Mitteln für den Fortbestand des ganzen Projektes wächst. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin dann mal sozusagen weg. Es ist, glaube ich, 2 Uhr nachts. Ich hoffe, das Video wird noch fertig bis morgen. Also Samstag heißt für euch morgen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Treue. Bleibt gesund. Viel Spaß beim selber bauen. Und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss.